Du holst den Koffer aus dem Schrank. Und noch bevor du etwas eingepackt hast, sitzt deine Katze daneben und beobachtet jede Bewegung. Sie weiß, dass etwas passiert. Und vielleicht fragst du dich in diesem Moment, merkt sie, dass ich weggehe? Vermisst sie mich? Ist sie traurig? Die ehrliche Antwort auf diese Fragen ist überraschend. Und sie verändert, wie du dich zwischen Mitnehmen und Zuhause lassen entscheiden solltest. Fangen wir mit dem Wichtigsten an. Ja, deine Katze bindet sich wirklich an dich. Studien zeigen, dass Katzen ihre Menschen als sichere Basis nutzen, ganz ähnlich wie Hunde oder kleine Kinder. In Versuchen suchten Katzen bei Unsicherheit gezielt die Nähe ihres Menschen und beruhigten sich danach schneller. Diese Bindung ist also keine Einbildung von Katzenhaltern, sondern messbar. Sie merkt also sehr wohl, wenn du fehlst. Der Koffer, die veränderte Routine, deine Unruhe. All das nimmt sie deutlich wahr, lange bevor du zur Tür hinausgehst. Katzen lesen unsere Signale erstaunlich gut. Viele reagieren schon auf das Geräusch des Koffers oder darauf, dass wir hektischer durch die Wohnung gehen. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, sie erlebt das nicht so wie wir. Eine Katze denkt nicht in Gedanken wie mein Mensch verlässt mich jetzt für 10 Tage. Was sie tatsächlich belastet, ist etwas anderes. Es ist der Bruch ihrer Routine und die Veränderung in ihrem Revier. Genau daran hängt ihr Sicherheitsgefühl. Das klingt nüchtern, ist aber eigentlich tröstlich. Es bedeutet nämlich, du kannst sehr viel dafür tun, dass es ihr gut geht, auch wenn du selbst nicht da bist. Für eine Katze ist ihr Zuhause kein Ort, an dem sie zufällig wohnt. Es ist ihr Territorium, ihre Landkarte aus Gerüchen, Wegen und sicheren Plätzen. Diese Landkarte gibt ihr Halt. Fällt ein Teil dieser Landkarte weg, gerät ihr Sicherheitsgefühl ins Wanken. Deshalb reagieren Katzen auf Veränderungen im Zuhause oft stärker als auf die Abwesenheit einer bestimmten Person. Eine kurze Sache, bevor wir tiefer gehen. Danke, dass du dir das ansiehst, bevor du fährst. Genau diese Vorbereitung entscheidet darüber, wie entspannt deine Katze durch deinen Urlaub kommt. Woran erkennst du überhaupt, dass ihr deine Abwesenheit zusetzt? Die Zeichen sind meist leise und sie zeigen sich oft erst nach deiner Rückkehr. Manche Katzen fressen weniger oder gar nicht. Andere ziehen sich zurück, verstecken sich oder wirken auffällig anhänglich. Auch Unsauberkeit außerhalb der Toilette gehört dazu. Manche werden auch auffällig laut und rufen mehr als sonst. Andere schlafen einfach deutlich mehr. Jede Katze verarbeitet das auf ihre eigene Weise. Wichtig ist immer der Vergleich zu ihrem Normalzustand. Was bei der einen Katze auffällig ist, kann bei der anderen völlig normal sein. Ein weiteres Zeichen ist übermäßiges Putzen. Manche Katzen lecken sich bei Stress so intensiv, dass kahle Stellen entstehen. Das ist ein deutliches Signal und kein Sauberkeitstick. Ob Katzen ein Zeitgefühl für ganze Tage haben, ist wissenschaftlich nicht abschließend geklärt. Sicher ist aber, sie kennen Tagesabläufe sehr genau. Fehlt die Fütterung zur gewohnten Zeit, merken sie das sofort. Kommen wir zur praktischen Frage, die sich fast jeder stellt. Wie lange darf eine Katze eigentlich allein bleiben? Eine gesunde erwachsene Katze kommt mit 8 bis 12 Stunden allein gut zurecht. Das ist der normale Arbeitstag und daran ist nichts problematisch. Vorausgesetzt natürlich, sie hat frisches Wasser, eine saubere Toilette und etwas Beschäftigung. Langeweile ist bei Katzen ein unterschätzter Stressfaktor. Über Nacht wird es schon anders. 24 bis maximal 48 Stunden sind bei guter Vorbereitung vertretbar, wenn Wasser, Futter und saubere Toiletten reichlich vorhanden sind. Als Faustregel gilt, eine Katzentoilette pro Katze plus eine zusätzliche. Bleibt tagelang ungereinigt, wird das schnell zum Problem, denn viele Katzen meiden verschmutzte Toiletten komplett. Und jetzt der wichtigste Satz dieses Videos: Alles darüber hinaus braucht zwingend einen Menschen, der täglich vorbeikommt. Eine Katze eine Woche allein zu lassen, ist nicht sicher,
auch nicht mit vollen Näpfen und Automaten. Der Grund ist einfach und ernst. Niemand merkt, wenn sie erbricht, sich verletzt, das Wasser umkippt oder plötzlich aufhört zu fressen. Und gerade das Nichtfressen ist bei Katzen gefährlich. Frisst eine Katze mehrere Tage nicht, kann ihre Leber ernsthaften Schaden nehmen. Das ist einer der Gründe, warum tägliche Kontrolle nicht verhandelbar ist. Bei manchen Katzen gelten außerdem strengere Regeln. Kätzchen unter 4 Monaten sollten nicht länger als etwa 4 Stunden allein bleiben. Dasselbe gilt für alte Katzen, für kranke Tiere und für alle, die Medikamente bekommen. Auch sehr menschenbezogene Rassen wie Siam, Sphinx oder Ragdoll tun sich mit langem Alleinsein schwerer. Und wenn du mehrere Katzen hast, Gesellschaft untereinander hilft, ersetzt aber keinen Menschen. Auch 2 Katzen brauchen jemanden, der täglich nach ihnen sieht. Jetzt zur eigentlichen Entscheidung: mitnehmen oder zu Hause lassen. Ich mache es kurz, denn die Antwort ist für die allermeisten Katzen eindeutig. Zu Hause bleiben ist fast immer die bessere Wahl. Und der Grund ist genau das, worüber wir am Anfang gesprochen haben: ihr Revier. Nimmst du deine Katze mit, nimmst du ihr ausgerechnet das weg, was ihr Sicherheit gibt. Fremde Gerüche, fremde Geräusche, kein bekannter Rückzugsort. Dazu die Fahrt, die für viele Katzen purer Stress ist. Dazu kommt ein praktisches Risiko. In fremder Umgebung kennt sie keinen Rückweg. Entwischt sie dort, wird die Suche ungleich schwerer als zu Hause. Für einen Hund ist Urlaub ein Abenteuer mit seinem Rudel. Für eine Katze ist es meist der Verlust ihrer vertrauten Welt. Dieser Unterschied wird oft übersehen. Kurzer Hinweis an dieser Stelle: Wie du die Wasserversorgung deiner Katze wirklich sicher aufstellst, habe ich in einem eigenen Video gezeigt. Du findest es am Ende und in der Beschreibung verlinkt. Damit kommen wir zu den Möglichkeiten und ich sortiere sie nach dem, was für die Katze am angenehmsten ist. Die beste Lösung ist ein Katzensitter oder ein vertrauter Nachbar, der täglich zu dir nach Hause kommt. Deine Katze bleibt in ihrem Revier, behält ihre Plätze, ihre Gerüche, ihre Routine. Noch besser wird es, wenn diese Person nicht nur Futter hinstellt, sondern bleibt. Ein paar Minuten streicheln oder spielen machen aus der Versorgung einen echten Kontakt. Vereinbare am besten feste Zeiten, die zu ihrer gewohnten Fütterung passen. Je näher der Besuch an ihrer normalen Routine liegt, desto weniger merkt sie den Unterschied. Die zweitbeste Lösung ist jemand, der während deiner Abwesenheit bei dir wohnt. Das gibt vor allem sehr anhänglichen Katzen deutlich mehr Sicherheit. An 3. Stelle steht die Katzenpension. Sie ist ein Ortswechsel und damit Stress, aber deine Katze ist rundum versorgt und beaufsichtigt. Für Katzen mit Krankheiten kann das sogar die sicherste Variante sein. Achte auf Sauberkeit, auf getrennte Abteile für fremde Katzen und darauf, dass genug Rückzug möglich ist. Ein guter Betreiber zeigt dir alles und stellt selbst viele Fragen. Wichtig: Eine gute Pension buchst du früh, oft Monate im Voraus. Sie verlangt Impfnachweise und du solltest sie vorher persönlich ansehen. Erst ganz am Schluss kommt das Mitnehmen. Sinnvoll ist es eigentlich nur in 3 Fällen: bei sehr langen Aufenthalten, bei Katzen, die Reisen nachweislich gewohnt sind, oder wenn es schlicht keine Alternative gibt. Reden wir über die Vorbereitung, denn hier entscheidet sich das meiste. Lass die Betreuungsperson deine Katze unbedingt vorher kennenlernen, am besten 2 oder 3 Mal. Schreib alles auf, was wichtig ist. Futtermenge und Zeiten, Medikamente, wo alles steht, Eigenheiten deiner Katze und ihre Lieblingsverstecke. Genauso wichtig sind die Notfallangaben, Telefonnummer deines Tierarztes, die nächste Tierklinik, die Chipnummer und eine kurze schriftliche Erlaubnis, dass im Notfall behandelt werden darf. Ändere kurz vor der Abreise nichts Grundlegendes. Kein neues Futter, keine neue Katzentoilette, kein Möbelrücken. Deine Katze braucht jetzt Konstanz, keine Neuerungen. Pack den Koffer außerdem nicht erst in letzter Minute. Steht er ein paar Tage offen herum,
verliert er seinen Schrecken und wird Teil der normalen Umgebung. Stell mehrere Wasserstellen auf und lass eine Toilette mehr stehen als sonst. Automaten für Futter und Wasser sind eine gute Ergänzung, aber niemals ein Ersatz für einen Menschen. Lass außerdem etwas von dir da. Ein getragenes T-Shirt auf ihrem Lieblingsplatz riecht nach dir und wirkt auf viele Katzen beruhigend. Auch Radio oder Musik in Zimmerlautstärke hilft manchen Katzen. Wichtig ist nur, dass es leise bleibt und sie sich jederzeit in einen stillen Raum zurückziehen kann. Falls du sie doch mitnimmst, sichere die Unterkunft ab, bevor du sie aus der Box lässt. Kippfenster, Balkone und offene Türen sind in fremder Umgebung besonders gefährlich, weil sie den Weg zurück nicht kennt. Für Reisen ins Ausland brauchst du außerdem einen EU-Heimtierausweis, eine gültige Tollwutimpfung und einen registrierten Mikrochip. Kläre das früh. Manche Länder haben zusätzliche Auflagen. Rechne dabei mit Vorlauf. Eine Tollwutimpfung muss je nach Land eine bestimmte Zeit vor der Einreise erfolgt sein, sonst wird es an der Grenze eng. Und eine Regel gilt im Sommer immer: Lass deine Katze niemals im geparkten Auto zurück, auch nicht kurz. Dazu findest du bei mir eine ganze Reihe zum Thema Hitze. Kommen wir zur Rückkehr, denn auch die überrascht viele. Manche Katzen begrüßen dich stürmisch, andere ignorieren dich demonstrativ oder verstecken sich erst einmal. Dieses Beleidigtsein ist meist kein Vorwurf, sondern schlicht Verunsicherung. Gib ihr Zeit und dräng dich nicht auf. In der Regel normalisiert sich das innerhalb weniger Stunden bis Tage. Zwing sie in dieser Phase zu nichts. Setz dich einfach in ihre Nähe und lass sie den ersten Schritt machen. Meistens kommt sie schneller, als man denkt. Aufmerksam werden solltest du, wenn sie länger nicht frisst, unsauber bleibt, sich übermäßig putzt oder sich dauerhaft zurückzieht. Dann gehört sie zum Tierarzt. Und damit sind wir beim eigentlichen Kern. Die Frage ist nicht, ob deine Katze dich vermisst. Sie tut es auf ihre Weise und die Bindung ist echt. Die eigentliche Frage ist, was sie in dieser Zeit wirklich braucht. Und das ist fast nie deine Nähe um jeden Preis, sondern ihr Revier, ihre Routine und ein Mensch, der zuverlässig nach ihr sieht. Genau hier führt uns unser schlechtes Gewissen in die Irre. Aus Liebe wollen wir sie mitnehmen, damit sie nicht allein ist. Doch damit nehmen wir ihr ausgerechnet das, was ihr am meisten Halt gibt. Ihr das zu Hause zu lassen, ist kein Zeichen von Gleichgültigkeit. Es ist oft die fürsorglichere Entscheidung, auch wenn sie sich für dich schwerer anfühlt. Und ganz nebenbei, eine Katze, die in ihrer gewohnten Umgebung bleibt, ist bei deiner Rückkehr meist schneller wieder die alte, als eine, die 10 Tage in der Fremde verbracht hat. Wenn du nur eine Sache aus diesem Video mitnimmst, dann diese. Nicht die Entfernung zu dir belastet deine Katze, sondern der Verlust ihrer vertrauten Welt. Lass ihr diese Welt und organisier ihr jemanden, der täglich kommt. Jetzt bin ich neugierig. Wie machst du das im Urlaub? Sitter, Nachbar oder Pension? Und wie reagiert deine Katze, wenn du zurückkommst? Schreib es mir in die Kommentare, so helfen wir gemeinsam anderen Katzenhaltern. Und hier ist der eine Moment, in dem ich dich wirklich um etwas bitte. Wenn dir das geholfen hat, die Entscheidung für deine Katze besser zu treffen, lass ein Like da. Das hilft dem Kanal ehrlich weiter. Und abonniere, wenn du jede Woche mehr über deine Katze erfahren willst. Wenn du jetzt direkt weitermachen willst, habe ich hier 2 Videos für dich. Links zeige ich dir, wie du deine Katze im Sommer richtig abkühlst. Gerade wenn sie allein zu Hause bleibt, ist das wichtig. Und rechts wartet das Video, das viele überrascht hat. Warum deine Katze dich anders sieht, als du glaubst. Es ist der Schlüssel, um sie wirklich zu verstehen. Klick auf eines der beiden und wir sehen uns gleich im nächsten Video.